Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute am Heiberg-Parkplatz. Ihr seht es hinter mir runter auf Walchsee, am Walchsee. Und ich gehe heute mit euch erst ein Stückerl auf der Straße hinter, das geht aber bald in einen Forstweg über Richtung Heiberg. Ich bin die Tour im Winter schon mal gegangen, ist aber auch eine schöne Sommertour. Auf geht's! Es tropft noch alles ein bisschen. Es hat ja geschüttet über Nacht, wie wahnsinnig. Bei uns waren es, glaube ich, über 3 Stunden mehr als 10 bis 15 Liter auf dem Quadratmeter. Da ist ganz schön was runtergekommen. Aber komischerweise ist es gar nicht so dampfig, wie ich es erwartet habe heute. Es ist richtig schön angenehm kühl, zumindest im ersten Teil. Oben gehen wir noch in der Sonne, da wird es bestimmt anders ausschauen. Darum lasse ich mir jetzt am Anfang noch Zeit, da es noch ein bisschen ein Dampf übrig ist für oben. Naja, ihr seht, das Stück als Straße ist nicht lang. Es ist vielleicht 1 Kilometer. Und schon sind wir auch heraus aus dem Waldstückerl. Und er fängt schon an zum Perlen. Unten hat es kühl angefühlt, aber es liegt auch Dampf in der Luft. Es ist ja auch zu erwarten, wenn es geregnet hat. Und dann hat die Sonne am Vormittag wieder auf. Wir kommen jetzt gleich auf eine Wiesen auf. Da sehen wir das erste Mal auf dem Heiberg auf. Wo ich heute aufgehen möchte. Im Verlauf kommen wir an einer Alm vorbei. Und dann geht es über die Hager oder Hageralm. Ich weiß nicht genau, wie man es hier original ausspricht. Normal heißt es der Hag, also wird Hageralm heißen. Und
Dann geht es ins Finale, Gipfelanstieg. Ganz oben der Gipfel selber ist ein bisschen felsiger. Und man hat halt eine Wahnsinnsaussicht an Korsa, an Walchsee. Da könnt ihr euch drauf freuen. Einmal verdeckt, einmal freie Sicht. Das ist der Heiberg, unser Tagesziel. Es ziehen gerade noch Wolken vorbei und ich gehe davon aus, die werden bald weniger. Wenn wir über die Wiesen gerade aufschauen, kommt wieder ein Waldstückerl. Da ist es normal recht batzig und es ist fraglich, ob es sich rentiert. Ich werde es halt trotzdem aufgehen. Einfach, weil ich glaube, ich habe noch keine Einschätzung dazu abgegeben, wie viele Tage das nicht geregnet haben soll, bevor man den Steig geht. Alternativ ist aber ganz einfach, links, wo die Wiesen an die Baum vorbeigeht, führt, jetzt kommt er wieder, ich rufe ein Auto daher, da führt die Straßen auf, dann kann man das kurze Stückerl praktisch umgehen von dem Steig. Und geht halt das kurze Stückerl auf der Straße. Hinter mir sehen wir noch mal hinunter auf dem Walchsee. Das war jetzt das Wiesenstückel da rauf. Da ist mir gleich richtig warm geworden. Und wie ich schon gesagt habe, ich zeige euch jetzt den Steig vor mir. Ich gehe jetzt nur mal durchs Dreikreuz durch. Ich bin einmal gespannt. Das ist normal der Teil, der schon ein bisschen schmierig ist. Aber da ist, wie es mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, heuer die Steige sind von dem vielen Regen fast ein bisschen wie frisch gewaschen. Bis auf so einzelne Steine, wie man es da sieht, da ist schon ein bisschen lehmig. Aber tatsächlich ist es nicht so rutschig, wie man es normal kennt. Jetzt oberhalb überqueren wir die Straße und bleiben im Steig. Weil das Stückerl bringt mich eigentlich zur Überzeugung, dass das heute echt gut machbar ist. Und ihr wisst es ja, jeder Steig ist mir lieber wie die Straße, wo ja vorher schon das erste Auto runtergefahren ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, nach der nächsten Straßenüberquerung, die wir gerade hinter uns haben, geht es wieder weiter im Steig, aber da ist jetzt auf einmal eine Straße da. Die schaut relativ neu aus. Da meine ich, da ist wegen dem Holz eine neue Straße entstanden. Die kenne ich ja so noch gar nicht. Das war jetzt nicht besonders lang und wo ich gesagt habe, teilweise batziger Steig. Das hat sich nach dem Wetter jetzt scheinbar ein Stückchen weiter nach oben verlegt. Wie man sieht, es geht immer noch, aber da ist es jetzt nässer wie unten in dem Stück. Ist aber auch bloß kurz da durch den Wald durch und dann kommen wir auch schon wieder ins Freie hinaus.
Damen stehen heute gemütlich beim Wiederkäuen zusammen, auch mit Blick auf den Walchsee. Und da hat jetzt einer nicht an uns Wanderer gedacht. Auf dem Zaun ist Strom drauf und man braucht auf jeden Fall auch drum. Ich habe mein gummiertes Stativ brauchen können, dass man ein bisschen runtergedruckt zum Drübersteigen. Wir sind in der nächsten Wiesen herin. Ihr seht, es ist da eigentlich bloß so ein bisschen eine Spur. Und im Winter geht man es fast identisch. Also auch da auf und dann links, wo wir schon an der ersten Alm dann vorbeikommen, die mehr oder weniger am Weg liegt. Mal schauen, ich habe da oben eine Drohnenaufnahme im Winter gemacht. Heute stehen an Kirche rum. Da weiß ich nicht, wie sie reagieren. Da mag ich auch nicht fliegen. Da werde ich vielleicht eine Winteraufnahme nehmen. Ich glaube, das kann sich dann auch jeder vorstellen aus der Luft, wie das im Sommer ausschaut. Das nächste Stückerl Wiesen liegt hinter mir. Und jetzt geht es eben da rauf, mal schauen. Der Zaun ist da irgendwie schon heute ein bisschen komisch gespannt ist. Aber wahrscheinlich möchte ein paar Wiesenstücke ausnehmen, dass die Kühe nicht überall umeinander rasen. Man muss sich halt heute wirklich, sage ich mal, den Elektrozaun ein bisschen runterdrücken oder drunter durch. In dem Fall kann man kurz aushängen. Da ist aber auch wichtig, dass man ihn nicht wieder einhängt. Jetzt gehe ich einmal das Stückchen auf der Straße mit. Da kürzt man im Winter auch Ton auf ab, weil ich gesehen habe, da unten liegt sein Zaun am Boden, der Elektrozaun, der wird ja nicht viel helfen. Aber wenn der da ist, dann sage ich es ihm schnell. Da hängt da noch ein Rind daneben und zieht da gerade da auf, wo ich hinter die Baum zur Hageralm raufgemächt und dann zum Heiberg. Jetzt bin ich heute wieder soweit. Die Spannung steigt, ob ich am Gipfel was sehe oder nicht. Wir sind jetzt schon ein ganz Stück herum und kurz vor der Hageralm. Es ist komischerweise so, dass viele Elektrozellen herum sind, wo man immer wieder drüber steigen muss, weil Zahnübertritt haben sie keinen gebaut. Entweder sind zu wenig Leute unterwegs da, kann sein, oder man möchte wirklich die Leute ein bisschen auf die Straße umleiten. Wo ich sage, für mich war es auch kein Problem. Aber ich glaube, die Abkürzer haben bis jetzt nicht viel Schaden angerichtet an der Wiesn. Darum wundert es mich. Wenn ich wen sehe, frage ich mal danach. Nach einem kurzen Ratsch mit der Bayerin an der Hageralm
geht es weiter. Ich gehe jetzt da die Straße auf, ich habe schon mal über den Zaun steigen müssen. Und darum bleibe ich jetzt mal auf der Straße. Ich schätze, da sieht man es auch, da ist kein Zaun gespannt. Und da oben geht es weiter auf den Heuberg. Das Gipfelkreuz sieht man von da nicht. Das macht so ein bisschen ein Schlaufen dann. Jetzt geht es aber erst einmal da auf, ein bisschen rechts rüber. Und da oben, vielleicht sieht man es, ist noch einmal ein Schüttel, wo man noch mal die Wahl hat. Gleich sind wir an dem Schüttel herum. Da geht es für uns rechts auf, an Heuberg. Die Stückerl halte ich persönlich im Winter manchmal für ein bisschen ein wenig gefährlich, weil da von der rechten Seite die Steigung bald schlimmer ausschaut. Da kann man sogar weitergehen Richtung Stripsenjoch. Ist mir halt zweit, weil es wieder nicht so eindeutig angesagt ist. Also irgendwann am Abend wird schon wieder was kommen. Drum auch heute was, sage ich mal, auch ein bisschen was Kleines, wie eben bloß da einen Heuberg rauf. Da wo man relativ schnell wieder unten ist und wo man bergab sogar eben wie befestigte Straßen als Ausweichmöglichkeit verfügbar haben. Naja, so schaut es aus, wenn man Wellness macht wahrscheinlich. Gell? Die Chill-Out-Area. Aber ich muss schon sagen, so fertig war ich noch nie wegen den paar Höhenmeter. Man kann es leicht übersehen. Was für ein Blick. Eine ins Winkelkar, auf die Ofenspitze und in die Wolken verschluckt, Pyramidenspitze und natürlich runter. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann von da. Die Winkelalm, die da wunderbar drin liegt. Die letzten Meter zum Heuberggipfel. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn jetzt da wirklich keiner drum hockt, dann kann ich es fast nicht glauben.
Es geht da ziemlich steil runter und im Winter ist der Übergang da für manche Leute zu viel. Da habe ich schon auch gesehen, die umgedreht haben, wenn das dann praktisch eine Schräge ist, wo man steil runterschaut. Jetzt im Sommer ist es ganz gut zum Gehen und herum ist es halt deutlich trockener als wir unten. Aussicht eingeschränkt möglich, sage ich einmal. Aber immerhin, wir haben eine. Wenn auch nicht in alle Richtungen gleich viel. Ich gehe jetzt wieder runter. Ich habe einen Gipfel freigemacht für Vater-Sohn-Gespräche. Die zwei, die sind gerade miteinander draufgekommen. Sichtlich stolz, dass er es geschafft hat. Und ich gehe jetzt noch runter an die Hager Alm und werde die Bayerin einmal ausfragen, was das mit den ganzen Elektrozellen auf sich hat. In der Menge habe ich das noch nie gesehen. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.